beim oder nach dem Weihnachtsfest mit stark narzisstischen Menschen im engen Umfeld ist es vor allem eins: wahnsinnig stressig. Ja, wieso ist es so? Wie läuft es oft ab? Schon Monate vor dem Fest, beim Fest selber und auch danach. Wieso fühlt man sich danach oft so ausgelaugt und ausgesaugt? Was für Dynamiken stecken oft dahinter? Wie kann man es aber auch schaffen, da seine ganz klaren Grenzen zu setzen? Ich erkläre es euch in dem heutigen Video und habe am Ende natürlich auch viele Tipps und 3 Fragen, die du dir selber stellen kannst. Hi, ich bin Marie, schön, dass du da bist, vielleicht auch wieder da bist. Ja, das Thema Weihnachten haben wir uns durchaus schon mal angeguckt. Ich fand es jetzt nochmal wichtig, ein Video zu machen, zu sagen, hey, vor dem Fest, beim Fest und danach, also diese verschiedenen Stationen sozusagen sich anzugucken. Und das möchte ich heute eben, wie gesagt, mit euch mal tun, um auch zu gucken, in welchen Dynamiken man da drin ist. Das Video veröffentliche ich jetzt einige Wochen vor Weihnachten und das aus gutem Grund, wenn man sich eben auch jetzt vielleicht noch besser Gedanken machen kann, wie man Weihnachten verbringen möchte und wie man da auch seine klaren Grenzen setzt. Wenn ihr eigene Gedanken und Erfahrungen habt mit stark narzisstischen Menschen im Weihnachten, ne, dann teilt es gerne mit den anderen, wenn ihr Tipps habt, auch super gerne. Und ja, für alle, die neu sind, abonniert super gerne meinen Kanal. Jeden Samstag frisches Video, frischer Content mit richtig vielen Infos und natürlich auch praktischen Tipps. Steigen wir und tauchen wir jetzt mal ein, ja, vor dem Weihnachtsfest. Wie sieht es da aus? Ja, schon Monate vorher, wenn ihr genau hinguckt. Ach ja, das ist mir auch nochmal wichtig. Ich habe das Ganze jetzt so ein bisschen in Bezug auf Familie, auf Eltern, also narzisstische Eltern, die Kinder. Aber ihr habt das natürlich auch bei narzisstischen Schwiegereltern, bei Geschwistern, Partnerschaften. Also ihr könnt das auch natürlich auf alle möglichen anderen Situationen und Menschen übertragen. Und Mann und Frau könnt, wie auch immer euch fühlt, ihr könnt das bei mir auch immer alles tauschen, auch bei den Beispielen. Aber wer schon öfter hier war, weiß das auch. Ja, schon Monate vorher wird besonders betont, wie es war und auch natürlich, wie es wieder sein wird. Weihnachten ist ein Fest, wenn ihr genau guckt, bei stark narzisstischen Menschen, wie immer. Ja, dabei will man vielleicht selber als Tochter oder Sohn insgeheim gar nicht feiern wie immer, aber man macht wie gewohnt da immer wieder mit. Der Ablauf ist bei stark narzisstischen Menschen oft Jahre und Jahrzehnte immer gleich. Das Kind, und auch wenn das Kind heute schon 30, 40, 50, 60 ist, kommt zu den Eltern wie gewohnt nach Hause. Und das baut meistens wirklich schon Monate vorher einen enormen Druck auf. Auch wenn sich die Lebensumstände, hey, ich meine, ne, man wird älter, man verändert sich, man heiratet vielleicht auch oder man zieht vielleicht auch weiter weg. Das zählt für stark narzisstische Menschen oft nicht. Gerade Weihnachten ist wie immer, es ist immer der gewohnte Ablauf. Denn, das habe ich euch auch schon oft gesagt, stark narzisstische Menschen sind oft sehr unflexibel. Das ist schon bei Urlaubsreisen zum Beispiel, immer an den gleichen Ort zu fahren. Und so ist es oft auch an Weihnachten. Es soll so sein wie immer, nichts soll sich ändern. Und das, wie gesagt, baut richtig großen Erwartungsdruck auf. Sie suggerieren oft auch, es brecht uns wirklich das Herz, wenn es anders gemacht wird. Es kann auf gar keinen Fall anders sein. Wie gesagt, obwohl sich die Lebensumstände bei den Kindern vielleicht komplett geändert haben. Ne? Oder auch, und das gibt es, finde ich auch, es soll so sein wie früher, das Kind kommt nach Hause. Es kann aber auch sein, dass die Eltern irgendwann anfangen und sagen, so, wir haben das jetzt all die Jahre gemacht, jetzt seid ihr dran, Mama und Papa mal zu verwöhnen. Nach dem Motto, es ist Zahltag, ich habe euch schon oft gesagt, in solchen Familien, stark narzisstische Eltern bekommen ihre Kinder nicht, weil sie denen ein schönes Leben schenken möchten, sondern sie sollen oft eine Lücke füllen. Sie haben hohe Erwartungen an sie, es soll sich auszahlen und so eben auch am Weihnachtsfest nach dem Motto, jetzt lässt Mami sich mal nach so viel anstrengenden Jahren verwöhnen. Im Übrigen, narzisstische Eltern könnt ihr, hier oben, hier unten packe ich mal ein paar Videos auch nochmal rein, könnt ihr auch nochmal gucken. Ne? Oder sie sind jetzt alleine, das kann auch einen enormen Druck aus, also zum Beispiel ist ein Partner verstorben oder es gab eine Scheidung. Und auch da ist völlig klar, dass man als Kind jetzt einspringen muss, Mami oder Papi, der alleine ist, dann eben happy ist. Ja, und so ist es zum Beispiel auch bei Lisa und Marco. Die Mutter Maria, im August fing sie dieses Jahr schon wieder an, diesen Druck mit Weihnachten aufzubauen. Alle saßen zusammen auf dem Geburtstagsfest der kleinen Mia und da saß die Maria und sagte wieder, Weihnachten ist bei uns, ich freue mich ja jetzt schon drauf, wie immer. Ne? Ich komme wieder hier zu Marco und zu Lisa und ja, die freuen sich ja auch. Ich bleibe dann auch meistens, bleibe ich so 14 Tage, ist ja auch schön, wenn die Oma mal da ist. Ne?
Und ja, dann verbringen wir traditionell, das machen wir schon immer so. Und jetzt ist ja Philipp leider auch vor ein paar Jahren gestorben, aber der Marco, der führt das natürlich jetzt auch die Tradition so fort, wie wir es immer gemacht haben. Ja, und Lisa hörte das wieder, ging in die Küche und die Tränen strichen ihr wirklich in die Augen. Es war eine Mischung aus Enttäuschung und Wut, weil es wieder einmal so selbstverständlich war für ihre Schwiegermutter, dass sie an Weihnachten andrückte, dass das Fest so sein sollte wie immer. Und dann holte sie immer die Moralkeule raus mit ihrem Mann. Dabei hatten sie und Marco mit der Kleinen an sich ganz andere Pläne. Sie wollten eigentlich mal durch Asien reisen. Jetzt, wo sie noch so ganz klein war, noch nicht in den Kindergarten und die Schule musste, wäre es doch optimal. Aber keiner traute sich so wirklich der Maria da mal eine Grenze zu setzen. Denn sie baute, wie gesagt, diesen Druck die ganze Zeit aus. Es wurde als selbstverständlich angenommen. Und Marco, der hatte immer Hemmungen. Er wollte seine Mutter auch nicht enttäuschen. Aber auch innerhalb der Beziehung führte das immer wieder zu Spannungen. Und das tatsächlich schon Monate vor dem Fest. Und das habt ihr wirklich sehr, sehr oft. Also dass dieser Druck auch ganz bewusst von stadtnarzisstischen Menschen schon vorher aufgebaut wird, immer wieder gesagt wird, das ist ja wie immer, ja, und dass sich dann meistens oft auch keiner traut zu sagen, nee, dies Jahr nicht, ja, weil oft, kommen wir aber gleich noch drauf, die Reaktion wirklich gefürchtet wird. Man muss auch sagen, es gibt oft sehr starken organisatorischen Stress mit stadtnarzisstischen Menschen im Vorfeld. Es muss sehr viel organisiert und geplant werden. Das macht super viel Stress, denn Narzissten sind, wie gesagt, sehr oft nicht so spontan. Das heißt, wenn der Ablauf wie immer sein muss, es immer irgendwie ganz gab oder so, sehr traditionell, dann muss das auch alles besorgt werden, ganz egal, wie die Lebensumstände sind. Und es ist auch immer schwierig, habe ich euch eben gerade gesagt, als nächstes mit den Partnerschaften. Da kann man wirklich auch schon im Vorfeld große Reibereien haben untereinander, gerade wenn es um die Eltern geht, Schwiegereltern, dort allen gerecht zu werden. Im schlechtesten Fall habt ihr narzisstische Eltern, vielleicht auch Schwiegereltern, alle zergeln sozusagen an einem rum. Und es ist ein wahnsinniger Stress. Dieser Stress steigt, nächster Punkt, von Woche zu Woche. Stress, wie gesagt, wer was besorgt. Die Gespräche und Telefonate mit der Mutter werden immer anstrengender, mit der narzisstischen. Ständig missversteht sie vielleicht auch etwas oder vergisst es auch weiterzugeben. Also das haben wir bei Narzissten auch oft, dass sie Chaos und Drama anrichten. Und es gibt emotionalen Stress, weil man vielleicht auch jemanden sieht, den man vielleicht nicht sehen möchte. Man sieht die Schwester wieder, narzisstische Schwester, mit der man sich absolut nicht versteht. Und jetzt wieder aus der Familientradition heraus mehrere Tage in diesem alten Zuhause, was man auch nicht mag, scheinbar verbringen muss. So geht es auch Inka. Inka lag wieder die gesamte Nacht wach. Noch 2 Wochen bis Weihnachten, dachte sie. Da sah sie Elias dann wieder. Wir hatten sich das ganze Jahr nicht gesehen und gesprochen, seit diesem großen Streit letztes Jahr. Sie hatte echt keinen Bock auf ihn, auf diese blöden Sprüche und sein wirklich arrogantes Verhalten, das er immer an den Tag legte. Er war immer der Star innerhalb der Familie und sie machte es sowieso niemandem recht und stand immer in seinem Schatten. Aber es musste sein. Sie musste Weihnachten nach Hause kommen. Es war der größte Wunsch der Mama, die jetzt auch etwas älter ist. Das betonte auch der Vater immer wieder bei Inka. Ja, und Inka kostete das jetzt schon, wie gesagt, Wochen vorher einige schlaflose Nächte. Und das ist wirklich sehr, sehr oft so, dass ihr diesen Druck empfindet und dass ihr da das Gefühl habt, irgendwo hin zu müssen, wie bei Inka, Dinge erfüllen zu müssen und vielleicht auch, wie gesagt, gerade mit Geschwistern, sich da in die Höhle der Löwen sozusagen zu begeben. Im schlechtesten Fall. Das kann einem wirklich Druck machen und man kann auch das Gefühl haben, man muss das machen. Müsst ihr gar nicht, kommen wir aber gleich noch drauf. Ja, das ist oft so vor dem Fest die Situation und an Weihnachten selber ist es meistens auch, wenn ihr genau guckt, total stressig. Ne? Mit den Eltern ist es stressig. Ne? Oftmals haben Narzissten diese Tendenz, alles sozusagen auch an sich zu ziehen. Also entweder lassen sie sich bedienen oder sie lassen an sich ziehen, ne? Machen dies noch und das noch, ja? Oft auch viel zu kompliziert, viel zu aufwendig, um dann immer zu sagen, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Im nächsten Jahr fahren wir weg. Ja? Vielleicht so ein Mantra, was immer wieder kommt.
Bei genauem Hinsehen müsst ihr aber mal gucken, sind stark narzisstische Menschen sehr wenig belastbar. So ist es vielleicht auch bei den Eltern, die sind vielleicht auch schon lange Rentner oder die Schwiegereltern vielleicht auch, oder die Schwiegermutter, die das auch immer wieder sagt. Außer Weihnachten ist da eigentlich gar nicht viel zu tun. Ja? Sie lehnen es auch oft ab, essen zu gehen, denn das muss ja traditionell sein. Aber ja, es ist einfach nur nervig für alle. Oder es kann eben auch sein, man ist eben reihum dran. Und das ist der absolute Horror, wenn man jetzt schon weiß, dieses Jahr sind wir dran und die gesamte Familie fällt ein, lässt sich bedienen. Ich habe es eben gesagt, nach dem Motto, na jetzt sind wir mal dran. Man muss sagen, am Fest selber kann es manchmal auch sein, dass es alles erstmal so ganz nett ist, aber manchmal auch sehr übertrieben. Es wird immer wieder betont, könnt ihr darauf achten, ach, ist das nicht schön, ist das nicht schön. Das wird die ganze Zeit gesagt, gemacht, obwohl das ganze Jahr vielleicht sonst stressig war, man hat vielleicht auch Konflikte gehabt, ne? Oder wie mit Inka und Elias, wenn die auch zusammen sind, sagt die Mutter, das ist doch so schön, dass ihr wieder zusammen hier seid. Dabei schwelt ein Konflikt, der aber gar nicht angesprochen wird. Man macht sich vielleicht auch Thema Geschenke unfassbar viele Gedanken, was man gerne schenken möchte, kauft etwas, kauft auch viel zu viel. Dann ist es manchmal auch vom Ablauf her so sehr traditionell. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, bei mir ist ja wieder wurscht, ob ihr nun gläubig seid oder nicht gläubig, gerade so diese, ich sag mal, die Kirchgänger unter den stark-narzisstischen Menschen, ne, ist ganz wichtig, dass man dann zusammen dort in die Kirche geht, dass alle gesehen werden, die perfekte, heile Familie. Die Mutter prahlt vielleicht auch mit den Enkeln oder erzählt auch, welchen beruflichen Aufstieg der Schwiegersohn wieder gemacht hat. Es ist oft mit solchen Eltern dann eher zum Fremdschämen. Fremdschämen im Übrigen hier oben, hier unten auch nochmal interessantes Video. Dann ist es vielleicht auch so, man ist dann zusammen vielleicht auch in der Kirche oder bei einer anderen Veranstaltung und die stark-narzisstische Mutter schreit da wieder die gesamte Kirche gesanglich irgendwie zusammen, weil sie schon immer der Meinung war, die absolute Koryphäe im Singen zu sein. Dabei hat es mit Singen nichts zu tun, es ist einfach Aufmerksamkeit und auch Schreien, auch das kann wahnsinnig unangenehm sein. Dann ist es nicht selten so, dass beim Essen dann vielleicht auch erstmal ganz angenehm ist, aber dann vielleicht beginnen die ersten Pfeile und Spitzen zu fliegen, vielleicht auch der Mutter. Sammy, kannst du bitte der kleinen Becky, kannst du da bitte mal aufpassen, das ist jetzt wirklich ja auch die gute Tischdecke. Ja? Sie hat es ja nicht so mit den Manieren bei Tisch. Ja? Oh, das saß wieder. Sammy guckte ihre Mutter an, Clara guckte Sammy an, alle schwiegen und sofort kippte die Stimmung wieder in eine komische Richtung. Sammy versuchte das Ganze wieder irgendwie zu retten, was war oft so, dass die Mutter immer, auch gerade wenn es eigentlich ganz nett war, ihre komischen Spitzen und Abwertungen losließ. Ne? Oder der Bruder, der narzisstische, der immer wieder neben einem da sitzt und irgendwelche komischen Sprüche macht. Na, was macht die Großstadt, mein Großstadtmädchen? Ne? Also irgendwelche komischen Sprüche, irgendwelche Bemerkungen. Oder es wird ständig über die nicht anwesende Schwester, die vielleicht gerade im Ausland ist, macht vielleicht gerade ein Praxissemester in den USA, wird ständig über sie irgendwie hergezogen oder sie wird in den Himmel gehoben und das, was sie gemacht wird. Das habt ihr auch super oft, also dass da irgendwie so eine komische Stimmung aufkommt, Stimmung von Narzissten hier oben und hier unten. Ja, am Tannenbaum habe ich es genannt, ja, ein Tannenbaum ist, oder ihr seht euch einfach danach, übergebt irgendwie Geschenke, wurscht egal, oft sind solche Feste auch eine Gelegenheit von stark narzisstischen Menschen, andere Menschen über Geschenke abzuwerten. Wird das schon oft gesagt, die werten andere Menschen ab und Geschenke sind da leider auch eine gute Gelegenheit. Im Übrigen, diese ganzen Thema Abwertung und auch Narzissmus in der Familie ist auch Thema in meinem aktuellen Buch. Ich habe es euch hier nochmal verlinkt, könnt ihr auch nochmal reingucken. Ja, Jasmin bekam das Geschenk von Birgit, nun überreicht von ihrer Mutter. Sie machte es auf und wusste in dem Moment echt nicht, ob sie jetzt weinen oder lachen sollte.
eine Küchenmaschine, eine riesengroße Küchenmaschine, obwohl ihre Küche, das wusste ihre Mutter auch, total klein war. Immer wieder sagte sie zu ihrer Mutter auch, dass sie eben nicht gerne kocht. Und wenn ihre Mutter ihr in den letzten Monaten, das hatte sie immer wieder versucht, so eine Maschine andrehen wollte. Sie wollte ihr immer so eine Maschine, ich kaufe dir mal eine. Du lernst es auch noch mit dem Kochen. Aber Jasmin wollte gar nicht kochen und es passte auch überhaupt nicht. Ja, und jetzt hatte sie dieses Monsterteil nun zu Weihnachten bekommen. Nun stand es da und diese Art Geschenke bekam sie schon immer. Entweder sie bekam etwas Praktisches oder sie bekam immer genau das, was sie nicht haben wollte. Und dann, manchmal aus dieser Geschenksituation, bricht dann oft ein Konflikt und ein Drama aus. Das wird von Narzissten oft auch provoziert. Das ist natürlich eine Abwertung und auch ein Ärger. Und so kann das Ganze natürlich dann zu einem wirklichen Horrorfest sozusagen werden. Erst noch einigermaßen nett und dann, wie gesagt, geht das in so eine ganz krasse Richtung. In diesen, wie ich finde, Geschenkevergiftung sozusagen gibt es diese Stimmungsvergiftungen sozusagen. Das ist auch oft so, gerade wenn es einigermaßen gemütlich ist, da holen sie dann irgendetwas raus und kramen ein Thema hervor, wo sie schon wissen, dass das für Unfrieden sorgen kann. So ist es zum Beispiel auch, jetzt sitzt die Familie zusammen am Tannenbaum und Cordula fängt plötzlich an und sagt so, sag mal Betty, nochmal ganz kurz, passt jetzt vielleicht thematisch nicht, aber mit deiner Mutter, mit den Pflegeheimen, ich habe da jetzt ja einige rausgesucht. Hast du mal Gelegenheit gehabt, da drauf zu gucken? Ja, und Betty guckte sie nur an und Fabi, ihr Freund, sagte dann, Mensch Mama, jetzt hör doch mal auf. Wir sitzen jetzt hier ganz gemütlich. Pflegeheim ist jetzt bei Bettys Mutter aktuell nicht so das Thema. Es ist nett, dass du es rausgesucht hast, aber das ist jetzt hier wirklich auch unpassend. Und und Cordulas Gesicht verzog sich. Tränen stiegen in ihre Augen und sie sagte, ja, jetzt habe ich mich mal gekümmert, aber es kann doch ganz schnell sein, dass sie plötzlich ein Pflegefall auch ist. Ja, und ich komme aus dem Bereich, ich wollte doch nur helfen. Es ist immer das Gleiche. Nichts macht man richtig. Man möchte in dieser Familie einfach nur helfen. Und plötzlich sprang ihr anderer Sohn Niklas bei. Mensch, müsst ihr Mama jetzt so runter machen? Das muss doch nicht sein. Sie meint es doch nur nett. Ja, und die Stimmung war ruckzuck wieder am Boden. Und es war alles andere als ein gemütliches Fest. Das machte aber die Cordula immer. Sie holte immer so Reizthemen raus, wenn es einigermaßen gemütlich war. Und wenn man ihr dann eine Grenze setzte, dann spielte sie das Opfer und stellte sich dann wirklich als Opfer der anderen hin, die sie schlecht behandelten. Oftmals fing sie dann an, wirklich lange zu schweigen oder ja, sie wollte unbedingt, dass die anderen sich entschuldigen. Und das kann dann auch in sehr dramatischen Beendigungen dieser Abende führen, mitunter auch in dramatischen Abreisen oder so großen Zerwürfnissen erstmal. Also das sind alles so Sachen, so kann Weihnachten aussehen. Das sind oft so Dynamiken, könnt ihr mal drauf achten. Ja, nach Weihnachten, nächster Punkt sozusagen, man ist vollkommen fertig. Ja. Wenig Schlaf, oftmals muss man sagen, Gedankenschleifen, nicht selten auch, die nicht enden wollen, über das, was war, vielleicht auch Bemerkungen der Eltern, der Schwiegereltern, der Geschwister. Das ist alles wahnsinnig anstrengend. Ne? Vielleicht ist man auch danach richtig zerstritten. Ich habe euch das eben gerade gesagt, es kann zu großen Konflikten auch gerade in solchen Tagen kommen. Es ist alles nur eben leider keine Erholung. Trotzdem spielt man vielleicht weiterhin vor, wie schön es doch auch alles war, um die Familie bei Laune zu halten und alle wieder sozusagen zu beruhigen. Aber häufig, je mehr Weihnachten man vielleicht mitmacht, je mehr man vielleicht auch weiß, dass das alles nicht so wirklich gesund ist da zu Hause, schwört man sich, das mache ich nicht mehr. Aber schafft man das? Und das habe ich hier geschrieben, klar, man sollte es, also klar im Sinne von, jeder muss gucken, wie er das schafft. Ich kann euch aber nur motivieren, es wirklich für euch zu versuchen zu ändern, eure Grenzen zu setzen und Weihnachten so zu verbringen, wie ihr das eben wollt. Erst einmal finde ich, schauen wir uns jetzt auf unserer kleinen Reise hier sozusagen mal an, warum das in stadtnarzisstischen Familien oftmals so ist, wie ich es gerade beschrieben habe und wieso man das auch oft mitmacht. Ja, ich habe euch vorhin gesagt, so war es schon immer. Dieses Label
wirklich überall drauf. Stadtnarzisstische Menschen sind einfach wahnsinnig unflexibel, sie mögen halt nicht viel Neues und so ist es, wie gesagt, oftmals in diesen zwei Bereichen, entweder man macht es bei denen zu Hause wie immer oder sie laden sich überall anders ein und der Rest kann sie umsorgen. Zu Hause regieren sie und die Kinder sind wieder Kinder, alte Muster. Deswegen mögen sie es auch oft, wenn die Kinder sozusagen wieder kommen. Es ist manchmal dieses Phänomen, man kommt nach Hause und fühlt sich dann so ein bisschen wie früher. Man ist fast so wieder in einer alten Rolle drin, das ist ganz unangenehm. Und das ist natürlich auch etwas, was stadtnarzisstische Menschen sehr gerne mögen. Man lebt das scheinbar heile Familienbild nach außen. Das ist auch so ein Punkt. Nicht selten hat man einfach auch die Hoffnung natürlich, dass man denkt, naja, vielleicht wird es dieses Jahr ja besser oder hofft, dass es einfach schön wird. Ne? Man hat vielleicht ein Enkelkind dabei, vielleicht wird das dadurch anders. Aber oftmals muss man sagen, bleibt es so, wie es ist. So macht man das Weihnachten, hat ja auch auf dieses Label. Ne? So macht man das bei stadtnarzisstischen Menschen, so hat das quasi jeder zu machen. Da frage ich mich ja immer, wer ist eigentlich Mann? Das Selbstverständnis, wenn die Eltern zu einem kommen, wie gesagt, jetzt bist du daran, alles hier mir zurückzugeben, was ich dir gegeben habe, Kinder müssen sich rechnen. Also das sagen sie nicht, aber das ist oft eher im Kopf. Es ist eine gute Gelegenheit, so traurig das auch ist, für schlechte Stimmung zu sorgen von den Eltern. Das heißt, sie können Sticheleien und Missgunst zwischen den Geschwistern irgendwie streuen. Wir hatten das eben gerade bei dem Streit. Jetzt habe ich Niklas, hieß der eine Bruder, und der andere, ne, wo es damit mit der Cordula und Betty darum ging, diese Pflegethematik. Also der eine springt der Mutter bei, der nächste ist wiederum der Böse. Also das habt ihr auch sehr oft. Dass sie das auch mögen, so ein bisschen Missgunst zu streuen. Absichtlich werden, wie gesagt, schwierige Themen angesprochen, Erbe, belastende Themen, um die Stimmung eben runterzuziehen. Man will es den Eltern unbedingt recht machen und ihnen ein schönes Weihnachtsfest bescheren. Das kann aus dieser Dynamik eben herauskommen, dass Eltern einem das auch oft suggerieren. Du musst etwas zurückgeben, du bist dafür jetzt zuständig. Man hatte vielleicht auch diese Rolle, diese Stimmungsfängers früher schon und das ist, wie gesagt, so die Paradedisziplin Weihnachten, eben die Stimmungsbeauftragte, der Stimmungsbeauftragte zu sein, ist wahnsinnig anstrengend und ist man natürlich auch nicht, aber kann aus diesem Muster kommen. Man hofft eben, dass es, wie gesagt, gut wird, habe ich eben schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr es gab vor vielen Jahren mal so einen Chibo-Werbespot, ja, es war so, finde ich, so, muss ich daran denken, ein bisschen lachen. Haben wir im Studium immer Scherze drüber gemacht, ja, weil das immer so ganz klassisch war, so Weihnachten, die große Treppe, alles so schön und dieses Lauschige. Und es kann sein, dass man da immer noch Hoffnung hat, da so schön wird das bei uns doch irgendwann auch mal, aber man erkennt vielleicht, hoffentlich auch schrittweise mitunter auch, dass da was nicht stimmt. Ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, was kann man tun? Da habe ich einige Punkte für euch, ein paar Tipps. Das allererste ist zu erkennen, dass man in einer stark narzisstisch geprägten Familie, vielleicht auch nicht stark narzisstisch, vielleicht anders geprägten Familie, wo es aber irgendwie diese Dynamiken gibt, die einem nicht gut tun. Das ist einer der schwersten Punkte, wie ich finde, das zu sehen, weil es einfach weh tut. Und nicht nur einfach weh tut, es tut weh. Und es ist aber wichtig, das vielleicht erstmal zu sehen, dass es nicht normal ist, dass an Weihnachten so ein Stress ist, davor, dabei und danach. Und dass man auch nicht seine freien Wünsche äußern kann, sondern dass man durchaus an diesen Tagen machen kann, was man möchte. Da komme ich schon zum nächsten Punkt. Ich habe vorgegriffen, erkennen, dass man nichts muss. Ja? Ich habe euch mal ein Video gemacht, du musst gar nichts, hier oben, hier unten. Ja? Jeder ist absolut frei, an Weihnachten zu tun, was er möchte. Kinder sind nicht Animateure für die Eltern und auch nicht verpflichtet, jeden Weihnachtstag oder überhaupt jedes Weihnachtsfest oder überhaupt Weihnachten mit ihnen zu verbringen. Es gibt nichts zurückzuzahlen. Es gibt keine offenen Rechnungen. Das wollen stadtnarzisstische Menschen einem, wie gesagt, ja sehr gerne suggerieren, aber das ist nicht so. Ja? Und jetzt sage ich auch euch noch was, Enkelkinder brauchen Oma und Opa auch an Weihnachten nicht. Jetzt kein Aufschrei. Ich meine es so, wenn euch eure Eltern, Schwiegereltern nicht gut tun, wenn die diese ganzen beschriebenen Dynamiken auslösen, wenn sie eher einen Keil zwischen euch, euren Enkelkindern irgendwie treiben und.
dann ist es keine Bereicherung und dann ist es vielleicht besser, auch ohne Oma und Opa Weihnachten zu verbringen. Ich sage ja auch immer, wisst ihr, ihr könntet auch irgendwie in Australien wohnen oder keine Ahnung wo, da kann man auch nicht jedes Weihnachtsfest irgendwie zurückkommen in die Heimat. Ist auch okay. Also es ist nicht elementar wichtig und ich finde auch narzisstische Großeltern hier oben, hier unten, auch davon sollte man sich befreien. Ich sage hier noch was. Erkennen, dass Weihnachten einfach nur ein paar freie Tage sind. Und die sollte man schön für sich nutzen. Jetzt kommt ein großer Aufschrei von den Menschen, die gläubig sind, die nehme ich jetzt mal raus. Ja? Für die ist Weihnachten vielleicht anders geprägt, da sind es nicht nur freie Tage, aber trotzdem birgt das ja keine Verpflichtung den Eltern gegenüber, sondern das kann man so verbringen, eben wie man möchte. Für mich ist wichtig zu sehen, es ist frei verfügbare Zeit, die nicht mit irgendetwas zwangsbelegt ist. Das nächste ist, Weihnachten wird auch nicht plötzlich alles gut. Diese Hoffnung kann man haben. Viele Jahre, dass man vielleicht so von Weihnachten, auch als Kind zu Weihnachten gehangelt hat, vielleicht wird es schön und besser. Aber da eben zu erkennen, dass solche Tage nicht, also es kommt ja keine Fee des Nachts, wo es Bing macht und plötzlich ist alles anders. Veränderung braucht Reflexion, Veränderung braucht Willen zur Veränderung und auch Einsicht. Oft ist es in solchen Elternhäusern aber nicht da bei den Eltern, bei den narzisstischen Geschwistern, Schwiegereltern, Oma, Opa, wie auch immer. Also wird es sehr, sehr schwierig und ich glaube, es ist wichtig, diese Realität, auch wenn sie schmerzt, zu erkennen. Jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt, warum ich dieses Video auch so früh jetzt gemacht habe. Vorher zu entscheiden, was man will. Und ich finde, jetzt ist auch echt noch Zeit. Ja? Damit meine ich, oftmals ist es ein Weg, schrittweise vielleicht auch vorzugehen. Ja? Das heißt, weniger habe ich hier geschrieben. Ja? Man kann das auch reduzieren. Wenn ihr irgendwie ein paar Tage irgendwo hinfahrt, sagt doch dieses Jahr und jetzt ist noch genug Zeit, kommen wir vielleicht nur einen Tag. Ja, das ist doch völlig in Ordnung. Dann vielleicht auch eher im Hotel zu wohnen als zu Hause, wenn ihr euch zu Hause total unwohl fühlt, weil da früher so viel passiert ist oder weil es immer so unangenehm ist. Hey, dann nehmt euch eine Pension oder ein Hotel. Schaut einfach, ob es da Alternativen gibt. Vielleicht auch an einem neutralen Ort sich eher zu treffen, an einem neutralen Ort essen zu gehen. Zu sagen, nehmen wir mal dieses Jahr wirklich, kochst du mal nicht. Ja, wir haben jetzt was reserviert, wir gehen jetzt essen. Tatsächlich aus dieser Dynamik so rauszukommen. Gar nicht zu fahren ist auch eine Option. Wie gesagt, ich finde, jetzt ist noch genug Zeit, auch sowas zu besprechen oder anzukündigen. Da habe ich auch noch, und man kann auch Weihnachten für alle Singles unter euch auch alleine verbringen. Auch da habe ich nochmal ein Video zu gemacht, hier oben, hier unten. Da ging es darum, Weihnachten mit narzisstischen Eltern oder eben auch alleine. Entscheidend, und das finde ich so wichtig, ist jetzt mal, ich habe sie genannt, deine Wunschperspektive. Konzentriere dich jetzt mal komplett abgesehen auf das, was irgendwie deine Eltern, Schwiegereltern, Geschwister, ja, was die wollen, sondern nur auf dich. Ganz egal, ob du jetzt alleine bist oder Familie hast, ne, egal auch wie alt du bist. Was möchtest du und wie würde, unabhängig von allem, würden diese freien Tage für dich aussehen? Ganz ohne gesellschaftlichen Druck. Worauf hast du einfach Lust an diesen Tagen? Und ich glaube, das ist so wichtig, das mal zu sehen und sich mal davon zu befreien. Denn dann kommt man schon auf einen guten Weg, schon mal zu sehen, wie man auch Weihnachten verbringen möchte. Man hat vielleicht nie Zeit dafür, weil man vielleicht auch nie sich das mal eingeräumt hat, so darüber nachzudenken, weil gleich das schlechte Gewissen kommt. Das kannst du doch nicht machen, Mensch, die Familie und so. Hey, schiebt es mal weg, guckt euch das einfach mal an und schaut mal, hey, was kann ich mit diesen Tagen machen? Und wenn ihr euch etwas überlegt habt, dann habe ich hier geschrieben, warum machst du es nicht, dir darüber Gedanken zu machen und wie kannst du es zukünftig tun? Und da finde ich immer, ich bin kein Freund von so krasser Radikalität oft, muss immer jeder für sich so sehen, sondern vielleicht auch zu gucken, das schrittweise für sich in seinem eigenen Tempo umzusetzen. Der eine macht es vielleicht dann wirklich viel konsequenter als der nächste. Da eben zu gucken, da gibt es auch schrittweise kleine Schritte. Dieses Weihnachten habe ich gesehen, zum Beispiel Grenzen setzen, auch mal thematisch, wenn wieder so eine komische Stimmung vorbeifällt. Darüber reden wir heute nicht. Oder wie ich gesagt habe, wir gehen jetzt essen. Ja? Oder wir schlafen jetzt im Hotel oder in der Pension. Ja? Dann auch Grenzen setzen, wie gesagt, örtlich. Wir werden dieses Jahr im Hotel übernachten.
ist doch für euch auch viel entspannter. Also auch zu argumentieren ist doch für euch auch viel entspannter. Wir schlafen da. Ne? Grenzen setzen zeitlich. Ne? Dieses Jahr kommen wir an einem Tag, dann könnt ihr für euch an den anderen Tagen jetzt noch was anderes planen. Wir werden an dem und dem Tag kommen und sich dann auch nicht verunsichern zu lassen. Ist doch schon toll, wenn man einen Tag zusammen verbringt und da eben auch zu schauen und sich das zu trauen und zu sagen, hey, und ich halte die Reaktion, die dann vielleicht auch kommt, auch aus. Und dann habe ich das nächste nämlich, da können einem manchmal die Ängste ein bisschen um die Ohren fliegen, sage ich mal, oder sie können einfach auftauchen. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Ängste sich jetzt ein bisschen zu stellen und sie auch mal versuchen, so ein bisschen abzulegen. Diese Angst davor, ausgegrenzt zu werden aus der Familie. Wenn ihr wegen sowas ausgegrenzt werdet, weil ihr vielleicht statt 3 Tagen nur 1 Tag kommt, weil ihr essen gehen wollt und nicht, hey, dann müsst ihr gucken, wie hoch auch dieser Preis ist, ja, das eben zu tun. Die Angst abzulegen, die böse zu sein. Ihr werdet wahrscheinlich die oder der Böse immer sein, wenn ihr etwas an diesem gewohnten Ablauf ändert. Aber um welchen Preis? Und dann auch damit zu leben, dann eben der oder die Böse zu sein. Und gesellschaftlich muss man auch sagen, es ist euer Leben. Es ist euer Leben, ihr entscheidet, worauf ihr Lust habt, was ihr machen möchtet und wie ihr auch diese Tage wie ich verbringt. Es wird nicht besser, sage ich euch, im Umgang mit stark narzisstischen Menschen, wenn man immer macht das, was sie wollen, denn dann werdet ihr immer mehr das leben, eher nicht leben, wahrscheinlich, was ihr wollt. Ihr werdet euch immer mehr sozusagen abarbeiten und ihr werdet auch an solchen Tagen vielleicht immer euch jedes Mal schlechter fühlen und das sollt ihr nicht, sondern ihr sollt vielmehr diese Tage für euch bewusst nutzen und das machen, was ihr gerne möchtet. Das würde ich euch wünschen. 3 Fragen. Das erste ist, wie stellst du dir einen perfekten Weihnachtstag oder die perfekten Weihnachtstage vor? Das zweite ist, wie verbringst du Weihnachten aktuell? Und was macht das mit dir? Und das dritte ist, wie kannst du jetzt schrittweise deine Grenzen setzen, Konsequenzen ziehen, um Weihnachten zukünftig so zu verbringen, wie du das möchtest? Meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn ihr es liked. Wenn ihr noch hier seid, hat euch das Video hoffentlich gefallen. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, abonniert auch super gerne meinen Kanal. Wenn ihr Fragen habt, können wir uns super gerne immer unterhalten. Das wisst ihr auch. Ich biete da Beratung an und wenn wir uns nicht mehr sehen bis Weihnachten, wünsche ich euch stressfreie Tage. Ich hoffe aber, wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Macht es gut und habt eine entspannte Zeit. Bis dann. Tschüss.